Hallo ihr Lieben! Heute bereite ich aus nur einem Teig 3 verschiedene Ideen für einen Osterbrunch vor. Süße Osterhasen, Osternester und einen Osterzopf. Dafür verwende ich meinen Quarkölteig ohne Ei. Er ist sofort einsatzbereit und hat keine Wartezeit. Das Rezept für meinen Quarkölteig verlinke ich euch jetzt rechts oben und unten in der Videobeschreibung. 1 Esslöffel Milch, 1 Eigelb, 2 Esslöffel Hagelzucker, 4 Stücke Küchenrolle und Alufolie. Den Teig habe ich vorab in 3 gleich große Stücke geteilt und dann ein Teil wiederum in 2 Hälften. Aus einer Hälfte kommen 4 Teigbälle und daraus forme ich nun 4 gleich lange Stränge. Das geht alles recht flott auf meiner bemehlten Arbeitsfläche. 2 Stränge werden an einem Ende zusammengedrückt und dann eingezwirbelt und zu einem Kreis geformt. Und nun verbinde ich wieder die Enden miteinander und fertig ist das Osternest. Ein Tipp: Es rollt sich am einfachsten, wenn ihr mit den Handinnenflächen von innen nach außen rollt. Die Zutaten und weitere Informationen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die Stränge sind jeweils ca. 30 cm lang geworden. Und nun zeige ich euch, wie ich die Platzhalter für die Ostereier mache. Dazu lege ich das zusammengedrückte Küchenkrepp in die Alufolie und drücke diese dann fest, bis es in etwa die Größe eines Ostereis hat. Nun rühre ich die Milch zum Eigelb ein und wenn es verquirlt ist, streiche ich damit die Osternester ein. Somit kann der Hagelzucker nämlich besser dran haften. Und dann verteile ich den Hagelzucker gleich darauf. Und jetzt setze ich noch die Platzhalter für die Ostereier ein. Ich backe im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für 25 Minuten. Weiter geht's. Ein Teil vom Quarkölteig, 8 Gramm Vanillezucker, ein Hasenausstecher mit ca. 8 cm Durchmesser, etwas Backgarn in Rot und Grün, 20 Gramm Zucker und 30 Gramm Butter. Für die süßen Häschen rolle ich den Teig ca. 3 bis 5 mm dünn aus. Umso dicker ihr den Teig ausrollt, umso leichter lassen sie sich ausstechen und behalten ihre Form und werden noch saftiger. Ich habe den Teig nach dem Ausstechen noch 3-mal weiter ausgerollt und insgesamt 24 Häschen ausgestochen. Den restlichen Teig habe ich dann zum Osterzopfteigball gegeben. Den Ausstecher tunke ich immer kurz davor in Mehl ein, damit er nicht am Teig kleben bleibt. Sobald die Häschen auf dem Backpapier liegen, bestreiche ich sie mit der flüssigen Butter. Ich backe im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 13 Minuten. Den Vanillezucker vermische ich mit dem Zucker und gebe es auf einen flachen Teller. Nun bestreiche ich die Hasen wieder mit der Butter und tunke sie in den Zuckermix. Umso nasser die Hasen von der Butter noch sind, umso mehr Zucker bleibt daran haften. Nun der Osterzopf. Der dritte Teil vom Teig, ein Eigelb, 1 Esslöffel Milch, 10 Gramm Mandelblättchen und 40 Gramm Rosinen. Die Rosinen habe ich mit heißem Wasser übergossen und ca. 10 Minuten eingeweicht, danach wieder abgesiebt. So bleiben sie nämlich nach dem Backvorgang noch saftiger. Den Teig drücke ich etwas auseinander und gebe dann die Rosinen darauf und knete den Teig so lange, bis sich die Rosinen gut verteilt haben. Nachdem ich eine Teigrolle geformt habe, schneide ich nun ungefähr 3 gleich große Stücke daraus. Aus jedem Stück forme ich nun einen ungefähr 40 cm langen Strang. Die Stränge lege ich dann nebeneinander und flechte daraus einen Zopf.
Ich starte in der Mitte und lege immer einen Strang von außen oben nach innen, die Enden drücke ich zusammen. Nun geht es in der Mitte weiter und wieder von außen nach innen, aber von unten. Wenn du uns noch nicht abonniert hast, freuen wir uns über dein kostenloses Abonnement. Dann drücke ich die Enden wieder zusammen und klappe sie etwas nach unten ein. Etwas zurechtgeformt gebe ich den Zopf auf das Backpapier und bepinsel ihn dann mit dem Ei-Milch-Mix. Dadurch haften nun die Mandeln besser auf dem Osterzopf. Ich backe im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 35 Minuten. Das Ostergebäck schmeckt am selben Tag am fluffigsten und kann bis zu 2 Tage danach noch gegessen werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und ein Abonnement. Bis zum nächsten Video.